Heute zeichne ich die Sängerin Taylor Swift und ich setze das Ganze malerisch mit Acrylfarben um, mit Mixed Media. Da kann man ja alles Mögliche verwenden, aber ich habe mich jetzt beschränkt auf Collage-Technik und auf einen ungewöhnlichen Untergrund, den ich mit Acrylfarben und Bleistift anlege. Wenn der Untergrund fertig ist, dann zeichne ich ihr Porträt rein und werde dann ihr Gesicht rausarbeiten mit Acrylfarben und auch ein bisschen mit Aquarellstiften und mit Bleistift. Die Techniken dafür bringe ich dir in diesem Video bei, aber du kannst das natürlich auf jedes beliebige Porträt anwenden. Als erstes klebe ich mir Papiere auf, das sind so Japan-Papiere mit Mustern. Ich fand die irgendwie ganz schön für Taylor Swift. Und das klebe ich hier mit dem matten Acrylbinder. Der ist wunderbar, weil er überhaupt keinen Glanz hinterlässt. So, die Collage-Elemente sind aufgeklebt. Jetzt werde ich den Untergrund mit dunklen Farben anlegen, ein bisschen ungenau. Und dann, solange die Farbe noch feucht ist, mit einem 4H-Bleistift Kratzer und Linien reinmachen. Ich benutze hier jetzt Mauve und Krapplack und ein bisschen Permanentviolett und auch dieses Braun Umbra Natur. So, und jetzt gehe ich mit einem breiten Pinsel, der ist ungefähr 4 cm breit, ein Borstenpinsel, etwas wild über all diese Flächen und mache sie dunkel. Solange die Farbe feucht ist, ziehe ich mit einem 4H noch ein paar ungewöhnliche wilde Linien hinein. Jetzt ist der Untergrund angelegt und der muss erstmal trocknen. Die meisten Leute, die mit Acryl malen, kaufen sich eine Hautfarbe. Ich lege aber auch immer bei meinen Kursteilnehmern viel Wert darauf, dass sie wissen, wie man sich eine Hautfarbe anmischt. Und ich zeige das jetzt mal, und zwar aus den 3 Grundfarben, also Primär Blau, Primär Gelb und Primär Rot und natürlich Weiß und Schwarz, lassen sich die tollsten Hautfarben mischen. Also wichtig beim Mischen grundsätzlich ist, dass man die Farbe zum Weiß dazu tut und nicht Weiß zur Farbe. Sonst verbraucht man viel zu viel Weiß. Also Weiß hat einfach nicht diese Deckkraft. Das heißt, ich fange an mit etwas Rot, etwas Gelb, ungefähr in den gleichen Mischungsverhältnissen und ein ganz bisschen Blau. Und das wird zusammengemischt und mit Weiß vermischt. Und so entsteht Hautfarbe. Und diesen Farbton kannst du dann individuell variieren, also zum Beispiel ein bisschen gelber machen, ein bisschen rötlicher machen. Natürlich braucht man Schattenbereiche, wo man dann ein bisschen mehr Schwarz dazu tut oder Helligkeiten, wo dann Weiß hinzugefügt wird. Natürlich zeichne ich jetzt die Hauptlinien erstmal ab. Ich kann sie ja nicht aus dem Kopf zeichnen. Und das mache ich mit einem weißen Aquarellstift, weil man den wunderbar auf einem dunklen Untergrund sehen kann. So, ich habe jetzt das Porträt vorgezeichnet. Wenn du gerne Porträtzeichnen lernen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Online-Kurs Porträtzeichnen. Das ist der erste Link in der Beschreibung. Und jetzt beginne ich mit der Hautfarbe.
Ich habe jetzt verschiedenste Hauttöne übereinander gelegt. Das ist immer wunderschön, dass wenn du deinen Grundton hast, zwischendurch mal mit ein bisschen Rot oder mit ein bisschen Gelb oder Schwarz reingehst, so dass einfach die Haut unheimlich viele Varianten bekommt. Und das mache ich genauso mit dem Haar. Also das heißt, das Haar hat nicht eine Farbe, sondern hat mindestens 10 verschiedene Farben. Ich nehme jetzt einen schwarzen Aquarellstift und werde noch einige Linien hinzufügen. So, mein Bild ist jetzt fertig und es ist so, dass ich diese Technik deshalb gerne benutze, weil sehr schön an verschiedenen Stellen einfach Offenheiten bleiben können, wo dieser dunkle Untergrund durchkommt, besonders im Haarbereich oder hier in diesem Bereich, wo die Ketten sind. Das heißt, das ist das Dunkel des Untergrundes, was ich dann drin lasse. Und ich mache diese Bilder meistens so, dass ich mich hier auf diesen Bereich Augen, Nase, Mund besonders konzentriere, den sehr genau mache und den Rest des Bildes ganz bewusst ungenau. Die Ungenauigkeit, die hier entsteht, die überträgt sich im Grunde ein bisschen inhaltlich auf das ganze Bild, sodass das ganze Bild aussieht, als hätte man es gerade so eben mal schnell gemacht. Natürlich habe ich hier auch eine Stunde dran gesessen, aber die Leichtigkeit, die durch dieses schnelle Malen kommt, bleibt trotzdem in dem Bild drin. Es ist also nicht so komplett fertig gemalt und das ist einfach so eine Technik, die ich selber gerne mag und dadurch kriegt das Bild einfach eine Leichtigkeit und Offenheit. Ich habe dir jetzt gezeigt, wie man Mixed Media verwenden kann. Es gibt natürlich eine unendliche Breite an Medien, die man beim Porträtzeichnen verwenden kann. Wenn du das selber machen möchtest und merkst, du hast noch ein bisschen Probleme mit dem Porträtzeichnen, dann kann ich dir meinen Online-Kurs empfehlen. Der ist unten in der Beschreibung, der erste Link. Dort lernst du wirklich Schritt für Schritt alles, was du zum Porträtzeichnen benötigst. Der Kurs hat ganz viele Lektionen und alles baut aufeinander auf, also Augen, Nase, Mund, dann Gesicht und alles wird ganz genau erklärt und ich lege immer besonders viel Wert darauf, dass du die Individualität wahrnehmen lernst. Ich mache ein Gewinnspiel, wo du genau dieses Bild gewinnen kannst auf Instagram. Also folg mir einfach auf Instagram. Dort habe ich ein Reel zu diesem Bild gepostet und da kannst du an dem Gewinnspiel teilnehmen. Das Gewinnspiel endet am 1. Mai 2024 und der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt dieses Bild dann kostenlos zugesendet. Viel Glück dabei! Wenn dir dieses Video gefallen hat und du noch mehr in diese Richtung sehen möchtest, also Mixed Media Porträts, dann gib mir ein Like. Und wenn dir irgendeine Berühmtheit, irgendeine Person einfällt, die ich zeichnen soll und malen soll, dann schreib mir das doch bitte in die Kommentare. Ja, und ansonsten abonniere meinen Kanal und bis bald. Ciao!